Moin, endlich finde ich mal wieder Zeit für ein Video und es wird diesmal ein klein wenig anders als meine letzten. Moin, Carsten hier mit einer neuen Folge Carsten fotografiert. Heute wuselige Wellen. In diesem Video dreht sich alles um Wellen. Impressionistisch verwischte Wellen und mein Versuch, die faszinierende, fast schon hypnotische Wirkung der Brandung am Strand von La Gravière festzuhalten. Im ersten Teil geht es um die Aufnahmetechnik, die Ausrüstung und die Konfiguration und die relevanten Einstellungen. Im zweiten Video werde ich dann die Bearbeitung in Affinity Photo erläutern. Zur Einstimmung gibt es jetzt einige dieser Wellenbilder. Anfang Juni waren meine Frau und ich für 2 Wochen in Frankreich in der Nähe von Hossegor zum Surfen. Da ich mich gleich am zweiten Tage auf die Sandbank gepackt habe und mir die Rippen geprellt habe, wurde es für mich halt ein Fotourlaub. Leider hatte ich kein Audio- oder Video-Equipment dabei, daher gibt es jetzt nur die Fotos und den Rest muss ich jetzt hier trocken erklären. Für alle Aufnahmen habe ich mir eine erhöhte Position an der Düne gesucht und dann mit einem 100 bis 400 mm Telezoom von einem Stativ auf die Aufnahmen gemacht. Der geringe Öffnungswinkel der langen Brennweite sorgt für eine schöne Kompression und bei einer Schwenkbewegung während der Belichtung werden die Linien, wie zum Beispiel der Horizont, auch nicht so verbogen, sondern bleiben einigermaßen gerade. Bei einem Teil der Bilder habe ich die Kamera mit der Welle mitbewegt. Dabei habe ich mir einen Punkt auf der reinkommenden Welle gesucht und die Kamera der Bewegung der Welle mitgezogen. Diese Bilder habe ich mit einer Belichtungszeit von 1/20 bis 0,4 Sekunden gemacht. Die restlichen Bilder sind mit statischer Kamera entstanden, dabei ist dann aber die Belichtungszeit auch deutlich länger. Die liegt dann so im Bereich von 2 bis 4 Sekunden. Da die Auswirkung der Belichtungszeit von der Geschwindigkeit der Welle abhängt, ist hier ein bisschen Ausprobieren angesagt gewesen. Bis ich so den Look erreicht hatte, der mir zusagt. Einfach ein paar Bilder machen und dann experimentieren, mit welcher Geschwindigkeit das so passiert. Bei der strahlenden Sonne sind diese längeren Belichtungszeiten dann auch nur damit zu erreichen gewesen, dass ich einen entsprechenden ND-Filter vor die Linse gepackt habe. Oder in dem Zeit von 4 Sekunden waren es sogar, glaube ich, 2. Und jetzt kommen noch die restlichen Bilder. Unten sind dann die Parameter eingeblendet, auch wenn die halt durch Ausprobieren herausgekommen sind und man das nicht 1:1 nachmachen muss. Aber es geht darum, so den Bereich der Belichtungszeit anzuzeigen, um so ein kleines Gefühl dafür zu bekommen, wie die Bilder entstanden sind. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Im nächsten Teil erkläre ich dann, wie ich die Nachbearbeitung und so ein paar Effektgeschichten für die Bilder in Affinity Photo gemacht habe. Bis dann und tschüss.